Immer mehr Deutsche müssen erfahren, dass mit der deutschen Staatsgewalt nicht zu spaßen ist, wenn der Staat seine Krallen ausfährt. So passiert einem 18-jährigen Schüler aus Freiburg, der sich über einen Bundeswehroffizier auf Instagram lustig gemacht hat und nun ein Strafverfahren am Bein hat. Was es damit auf sich hat und was das für dich konkret bedeutet, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn dir Berichte wie diejenigen, die wir in diesem Video behandeln, Sorgen machen, wenn du dir Gedanken darüber machst, in welche Richtung sich Deutschland entwickelt, in welche Richtung sich die EU entwickelt, gerade wenn es um das Thema Wehrpflicht geht, Aufrüstung, möglicherweise ein Krieg im Osten, wenn du dir überlegst, wie du, deine Kinder, deine Enkel einer solchen Gefahr entkommen können, wie du einen soliden Plan B aufbauen kannst, möglicherweise über eine weitere Staatsbürgerschaft, über Aufenthaltsgenehmigung im Ausland, Konten im Ausland, Vermögensdiversifikation außerhalb der EU, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar in Zürich begrüßen zu dürfen, wo wir genau solche Themen ganz konkret behandeln. Du hast ja sicherlich schon andere Videos auf diesem Kanal gesehen. Genau um solche Themen wird es gehen. Mit dabei ist Ex-General Erich Warth, lange Zeit Sicherheitsberater von Angela Merkel. Er kennt Putin persönlich. Er wird mit den Teilnehmern seine persönlichen Einschätzungen teilen zu Themen wie Wehrpflicht, geopolitischen Risiken im Osten Europas und weltweit und wie du dich ganz konkret vor diesen schützen kannst. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wer bisher daran gezweifelt hat, dass es dem deutschen Staat, der deutschen Regierung, der deutschen Staatsgewalt sehr ernst ist, wenn es um die Aufrüstung, um die Kriegsfähigkeit Deutschlands ist, dass das kein Thema ist, worüber man mit sich spaßen lässt als Staat, der wird es spätestens jetzt wissen. Wie die Welt berichtet hat, musste das ein deutscher Schüler, 18 Jahre alt, aus meiner Heimatstadt Freiburg im Breisgau am eigenen Leib erfahren. Offensichtlich kam ein Jugendoffizier der Bundeswehr die Schule besuchen und hat darüber gesprochen, wie man die Demokratie verteidigen kann und welche Rolle die Bundeswehr dabei spielt und wie man es bei einem solch brisanten Thema natürlich vermuten kann und was meiner Meinung nach komplett normal ist, gibt es dazu natürlich dann heiße Diskussionen auch bei den Schülern und ihren Familien. Auch, dass nicht alle Schüler jubelnd aufspringen und jauchzen, wenn man ihnen verkaufen will, dass sie jetzt bald in den Krieg ziehen dürfen. Auch das müsste eigentlich klar sein, dass es dort also eine robuste Debatte und Diskussion gibt von Gegnern und Befürwortern einer solchen Aufrüstung der Bundeswehr, möglicherweise eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das ist eigentlich sonnenklar. Aber ein solcher Diskurs ist anders als in zum Beispiel angelsächsischen Ländern wie den USA oder auch UK in Deutschland nicht gewünscht. Hier sollen solche Debatten unterdrückt werden und der Staat schlägt hier gleich mit harter Hand zu. Ich will dir kurz mal diesen Artikel aus der Welt zeigen. Ich packe dann auch einen Link in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Hier sehen wir es, ein Weltartikel vom 1.11.2025. An der Ostfront sterben Schüler nach Mem über Bundeswehroffizier angeklagt. Hier ist die Story dann drin. Betnik, so nennt sich dieser Schüler online des Angell-Gymnasiums in Freiburg. Er hat ein Meme gepostet. Hier ist dann ein solches Meme abgebildet. Man weiß jetzt nicht hier, und das weiß auch die Welt nicht, ob es konkret um dieses Meme gilt oder um ein ähnliches. Hier steht also offensichtlich ein Bundeswehroffizier mit einem Sturmgewehr. Auf der Tafel steht Demokratie verteidigen, aber wie? Und dann wird in dieser Darstellung dem Offizier ein Satz in den Mund gelegt. Also Kinder, wer von euch würde gerne an der Ostfront sterben? Also, wie gesagt, wir wissen nicht, ob jetzt der Schüler konkret wegen diesem Meme angeklagt wurde oder ob es um ein anderes Meme ging. Aber die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Anklage erhoben. Dem Oberstufenschüler wird die Beleidigung eines Jugendoffiziers der Bundeswehr vorgeworfen. Darüber haben auch andere Medien berichtet. Der Vorfall liegt wohl schon einige Monate zurück. Die Anzeige sei zudem nicht von der Bundeswehr selbst, sondern von einem der Offiziere ergangen, der in der Klasse für die Bundeswehr warb. J.D. Vance hat ja in seiner jetzt sehr berühmten Münchner Rede 2024 über genau solche Vorfälle gesprochen.
Er hat gesprochen, wie in Europa, spezifisch auch in Deutschland, die Meinungsfreiheit gefährdet ist. Das hat zu einer sehr großen Entrüstung geführt. Viele deutsche Politiker haben dem widersprochen, aber das ist natürlich nun ein sehr gutes Beispiel dafür. Man kann jetzt mit dem Schüler übereinstimmen oder nicht. Man kann sagen, dass seine Meinung komplett verrückt ist und man kann entsprechend natürlich dann Gegenpositionen vertreten und mit dem Schüler auch diskutieren. Aber dass eine durchaus auch polemische Diskussion zu einem so wichtigen Thema, was ja auch Schüler so zentral betrifft, erlaubt sein sollte, das liegt doch offensichtlich auf der Hand in einer Demokratie. Wenn so etwas nicht mehr zulässig ist, ja, dann muss man schon sagen, dass man sich faktisch schon in einer Diktatur befindet. Nun lass mich hier dir eins ganz klar sagen, ich bin definitiv kein Pazifist, ich bin auch nicht gegen das Militär, ganz im Gegenteil. Ich finde es absolut schwachsinnig, gefährlich und fahrlässig, wie Deutschland und die anderen europäischen Länder sich seit dem Ende des Kalten Krieges hier komplett auf die USA verlassen haben, was die Landesverteidigung anbelangt, dass hier letztlich die Budgets der Streitkräfte in allen Ländern gestrichen wurden. Ich finde definitiv, dass Deutschland eine starke Armee braucht. Ich finde es auch richtig, dass diese Armee aufgerüstet wird, aber natürlich, dieses ganze Wehrpflichtsmodell ist komplett antiquiert und dass darüber überhaupt nachgedacht wird, dieses Modell jetzt wieder hier per Salamitaktik einzuführen, ist meiner Meinung nach komplett verrückt. Ich meine, wir haben 4 Millionen Bürgergeldempfänger, sagen wir mal, die Hälfte davon sind Männer. Da wird man sicherlich einige 100.000 finden können, die man für eine Berufsarmee verpflichten kann. Warum sagt man nicht, für jeden Monat, den du Bürgergeld bekommst, musst du 2 Monate in der Bundeswehr dienen? Also das wäre doch zum Beispiel ein sinnvoller Vorschlag. Du findest das vielleicht komplett abwegig, aber in anderen Ländern ist das natürlich schon Realität. Zum Beispiel in den USA. Dort gibt es ja ohnehin kein Bürgergeld, aber wenn wir uns mal die Sozialhilfe in den USA anschauen, dann sind es im Schnitt maximal so ungefähr 200 bis 600 Euro, die du im Monat bekommen kannst. Und damit meine ich jetzt natürlich inklusive Wohngeld und so weiter und so fort. Das heißt, traditionell war es schon immer so in den USA, dass jene, die jetzt keine berufliche Perspektive hatten, die nicht wussten, wie sie sich ernähren sollten, dann in die amerikanische Armee eingetreten sind. Und das ist ja auch absolut ehrenhaft, da ist ja auch absolut nichts Falsches dabei. Und genau das Gleiche sollte man in Deutschland auch machen. Also Bürgergeld abschaffen und jeder, der keinen Weg sieht, sich zu ernähren, der nicht anderweitig eine Beschäftigung findet, sollte eben dann in die Bundeswehr eintreten. Aber dass wir junge, fähige Menschen, die studieren können, die eine wunderbare Karriere vor sich haben, die die Welt anderweitig positiv verändern können, als jetzt ihr Leben auf irgendeinem Schlachtfeld zu geben, dass man die jetzt hier einzieht in einer Wehrpflicht, dass man die verpflichten will, in Kriegen zu kämpfen, aus meiner Sicht völlig abwegig für ein großes Land wie Deutschland. Das mag für ein kleines Land wie zum Beispiel die Schweiz oder auch Israel funktionieren, aber für eine der größten Volkswirtschaften der Welt wie Deutschland es ist, völlig abwegig und natürlich auch völlig ineffizient, hier ständig Hunderttausende, Millionen an Wehrpflichtigen laufen, trainieren zu müssen, anstatt eine schlagkräftige, gut ausgerüstete Berufsarmee aufzubauen. Aber es ist eben, wie es ist. Die Politiker in Deutschland haben sich die Wiedereinführung der Wehrpflicht auf die Fahnen geschrieben und wie ernst es ihnen damit ist, das kannst du genau an solchen Vorfällen wie jenem in Freiburg erkennen. Hier lässt der Staat nicht mit sich spaßen. Und man kann natürlich davon ausgehen, wenn der Staat schon so hart durchgreift bei einer solchen Lappalie, will ich schon fast sagen, wie das Ganze erst werden wird, wenn die Situation sich weiter verschärft, wenn es zu einer tatsächlichen Bedrohung der NATO zum Beispiel kommt. Wir haben ja hier schon mehrfach über den sogenannten Spannungsfall gesprochen. Ich habe ja hier auf diesem Kanal schon erwähnt, dass in einem solchen Spannungsfall die Corona-Lockdowns wie ein Zuckerschlecken aussehen. Man kann davon ausgehen, dass der Staat dann mit dem, was ihm zur Verfügung steht, mit den Maßnahmen hart durchgreifen wird, um seine Ziele durchzusetzen. Das heißt, du solltest dir natürlich schon jetzt konkret überlegen, wie du mit dieser Situation umgehst. Ich habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen, ich habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen und ich muss sagen, wenn ich mir die Entwicklung in Deutschland in den letzten Jahren anschaue, habe ich es keinen einzigen Tag bereut. Ich habe nie darüber nachgedacht, jemals wieder nach Deutschland zurückzukehren. Natürlich bin ich in Deutschland regelmäßig, um Familie zu besuchen, um vielleicht auch Urlaub zu machen. Das ist alles wunderbar. Aber um dort zu leben unter diesen Bedingungen, die wir hier regelmäßig in den Medien erleben, von der steuerlichen Situation jetzt mal abgesehen, von der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich in Deutschland in den letzten Jahren entfaltet hat, natürlich auch. Wer möchte schon in einem Land leben, wo die freie Meinungsäußerung so stark eingeschränkt wird und zunehmend weiter eingeschränkt wird, wie das in Deutschland der Fall ist? Hier werden kostbare Ressourcen verschwendet, damit die Meinungspolizei Schüler im Internet jagt, während tatsächliche Straftaten nicht aufgeklärt beziehungsweise verhindert werden. Natürlich wird jetzt wegen einer solchen Geschichte in Freiburg hier keiner tatsächliche tiefgreifende Entscheidung für sein Leben treffen, aber es passt sich eben ja dann alles zu einem
Mosaik zusammen. Übrigens, apropos Freiburg, das ist nicht der erste Fall, wo hier sehr rabiat gegen die Meinungsfreiheit durchgegriffen wurde seitens des Staates. Da gab es einen ganz interessanten anderen Fall vor einigen Jahren, wo ein Journalist des linken Senders Radio Dreieckland von der Staatsanwaltschaft belangt wurde und es sogar zu Hausdurchsuchungen kam. Auch hierzu will ich dir mal kurz einen Artikel zeigen. So, dieser Journalist war dann freigesprochen worden, Fabian Kienert, sein Name, von einem Gericht in Karlsruhe. Der Staatsanwalt ist dann in Revision gegangen, aber das Urteil wurde als rechtskräftig befunden. Hier ging es darum, dass Radio Dreieckland einen Link auf seiner Webseite veröffentlicht hat zu Informationen, die angeblich verfassungsfeindlich waren. Also einfach nur einen Link veröffentlicht. Die haben weder gesagt, dass es gut ist, noch dass es richtig ist, noch haben sie es in irgendeiner Weise unterstützt. Wenn man einfach nur darüber berichtet, dann wurden diese Hausdurchsuchungen der Redakteure angeordnet. Man muss sagen, dass die Richter in Karlsruhe dann erstaunlich vernünftig waren und sich auf die Seite dieser Redakteure geschlagen haben. Der Polizist, der diese Hausdurchsuchungen durchgeführt hat oder zu verantworten hatte, wurde dann vom Richter im Grunde genommen befragt, ob er diese Maßnahmen tatsächlich für verhältnismäßig gehalten hat. Er wurde indirekt dafür kritisiert. Der Polizist war dann ganz echauffiert und hat gesagt, normalerweise sollten Sie mir dankbar sein, dass ich so durchgegriffen habe gegen diesen Angeklagten. Und er war also unglaublich selbstgerecht. Und auch hier wurde die Haltung des Staates und der Staatsgewalt doch sehr deutlich. Und da muss man leider sagen, dass J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, eben in München gesagt hat, wie gerade eben erwähnt, leider doch wahr zu sein scheint. Ich habe es gerade eben schon gesagt, es setzt sich alles dann zu einem Mosaik zusammen. Es sind ganz viele kleine Details und das Bild, das sich da ergibt, das ist meiner Meinung nach nicht sehr schön und du solltest dir konkret überlegen, wie du deine Zukunft in diesem Land siehst. Ich meine, natürlich ist das immer relativ schwer zu beschreiben. Es ist so ein diffuses Gefühl. Man fühlt sich unwohl dabei. Man hat ein schlechtes Gefühl in der Magengrube. Man weiß im Grunde genommen, dass das falsch ist. Aber man sagt sich, naja, auf der anderen Seite sind das ja alles Einzelfälle. So schlimm wird es schon nicht werden. Aber im Grunde genommen ist man ja wie ein Frosch, der im Wassertopf sitzt, wo die Temperatur immer weiter aufgedreht wird. Da werden diese Maßnahmen normalisiert. Wir sagen uns dann irgendwann, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Aber ich möchte jetzt hier keine geschichtlichen Vergleiche ziehen. Aber es gab schon sehr dunkle Perioden in Deutschland, wo das ganz genau so war. Also ich spreche mit sehr vielen Deutschen, gerade mit deutschen Leistungsträgern, die auswandern wollen. Keiner von denen würde jetzt auswandern wegen einem solchen Fall, aber im Grunde genommen wegen dem Gesamtbild, was sich da zusammensetzt. Und da muss man auch davon ausgehen, dass solche Maßnahmen häufiger vorkommen und weiter eskaliert werden. Und ich spreche in vielen Beratungsgesprächen mit Mandanten, die sehr unangenehme Erfahrungen mit der Staatsgewalt gemacht haben. Sei es jetzt mit Beamten zum Beispiel im Finanzamt oder auch in anderen Behörden, mit denen man so in Kontakt kommt. Da werden zum Teil regelrechte Hexenjagden veranstaltet. Und da muss man heute sagen, ist das wirklich notwendig? Ja? Gibt es nicht genug Alternativen? Gibt es nicht genug Länder, die dir den roten Teppich ausrollen, wo du dir um solche Risiken überhaupt keine Gedanken machen musst? Oder auch, wo deine Kinder gar nicht erst Gefahr laufen, dass sie hier eingezogen werden und in einem Krieg fern der Heimat dienen müssen, der nicht ihr Krieg ist und der rational gesprochen absolut keinen Sinn macht, sei es jetzt dieser aktuelle Krieg oder irgendein Krieg in der Zukunft. Du solltest dir Gedanken dazu machen, wie du deine Zukunft siehst, wie du die Zukunft für dich und deine Familie siehst. Und wenn du sowieso vorhast, Deutschland zu verlassen, dann sollte dich das bestärken, diese Entscheidung durchzuziehen und vielleicht eher schneller durchzuziehen, als jetzt noch zu warten. Das ist ein anderer Punkt, den ich immer wieder aus den Beratungsgesprächen erlebe. Man möchte zwar grundsätzlich weg, aber kann sich dann doch nicht wirklich losreißen und sagt, naja, jetzt bleibe ich halt noch 5 Jahre. Jeder Wegzug ist immer ein Sprung ins kalte Wasser, das ist völlig klar. Aber wenn du gut vorbereitet bist und das nicht übers Knie brichst und natürlich hier deine gesamten Umstände, deine Familie, deine Finanzen und so weiter mit bedenkst, kann das eine sehr erfüllende, eine sehr befreiende Erfahrung sein. In diesem Sinne, wenn auch du vorhast auszuwandern, sei es jetzt aufgrund solcher Vorkommnisse oder einfach nur um Steuern zu sparen oder einfach nur, weil du in der Sonne leben willst, weil du eine bessere Lebensqualität haben möchtest, vielleicht geringere Lebenshaltungskosten, was auch immer deine Gründe sind. Ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder dich auf einem unserer Seminare begrüßen zu können. Alle Details in der Beschreibung zu diesem Video. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Themen zu beraten und zu begleiten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensdiversifikation und das eigene Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.